Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo ihr Lieben, schauen wir. Eine Botschaft für genau jetzt. Was ist jetzt wichtig? Was dürfen wir hören? Was darf ich dem Kollektiv weitergeben? Ja, es kann hier um ein Gefühl sein, das sehr an einem nagt. Ein Gefühl, dass man nicht verbunden ist, nicht im Wachstum, dass man seine Wurzeln nicht spürt. Aber auch, dass man zum Beispiel ein Gefühl nicht frei fließen lässt. Ne? Hier ist so ein bisschen Mangel, Schattenthemen, Sensibilität, Spiritualität, Emotionen, die vielleicht auch wankend sind oder irgendwo einen Blues mitbringen oder einen Kampf auf der unterbewussten Ebene. Speziell können das hier auch Familienthemen sein, ne? Dass hier irgendetwas, was so ein Lebensthema ist, immer wieder mal einen Schatten aufwirft. Und er macht sich vielleicht auch Gedanken um lange Prozesse, um die Vitalität, um die eigene Kraft. Es kann hier speziell auch etwas sein, was in der Vergangenheit zum Beispiel sich schon gezeigt hat, aber kein tragbares Fundament war oder auch irgendwie zu oberflächlich angeguckt wurde. Trotzdem ist irgendwo auch ein kleines Glück zu sehen. Wir haben hier die Sonne, also hier geht es zurück zur eigenen Energie, zur Energie, bei der wir auch bereit sind, mal etwas wegzulassen, was uns belastet, kleinere Wege zu gehen, Schnitte zu machen, wo wir uns vielleicht auch übernehmen. Und ich habe das Gefühl, hier geht es sehr viel um das Verdauen von Verlusten oder Einschnitten. Wir haben die Sonne im Haus der näheren Zeit, also im Jetzt, im Hier. Die Sonne, die Ja-Karte, der Schutz auch irgendwo, das Positive, die Rückkehr zur eigenen Kraft, Lebenskraft. Hier liegen gute Nachrichten. Hier wird ein Herzschmerz überwunden. Hier kann auch in der Liebe wieder ein Hoch kommen, ein Prozess, der lange gedauert hat, der sehr verwundet hat. Hier liegt auch die Möglichkeit des Gegenübers. Das heißt, es kann uns betreffen, ein Thema mit dem Gegenüber, aber auch mit der Kraft, die wir investieren in eine Situation. Oder eine partnerschaftliche Situation, die mit einem Gegenüber zu tun hat. Hier darf man sich wirklich fragen auch, wo stehe ich noch im Nebel, wo brauche ich mehr Aufklärung, wo kommt hier die Wende? Die Wende kommt hier unten liegt das Überraschende, nach der Klarheit sich eine neue Tür zu öffnen. Hier kann auch sein, dass etwas besser ausgeht als gedacht. Ein gutes Ergebnis, etwas, was einen wieder aufatmen lässt. Es kann ja auch tatsächlich wieder mal in zwei Bereichen sein. Ne? Hier steht plötzlich eine Energie zur Verfügung, mit der wir nicht gerechnet haben, die einfach auch kraftvoll ist, die ein gewisses Potenzial auch an Kraft und Schutz für uns mitbringt. Hier unten hat sich eine Karte umgedreht. Wir haben den Polarstern. Hier geht es um die Führerschaft.
Das ist jetzt auch in der Tat sehr spannend, ne? Denn wir haben hier mit dem Polarstern hier eine Sternschnuppe auch, ne? Bei der wir uns ja was wünschen. Aber hier kommt auch sehr viel Orientierung und hier ist der kleine Bär drauf zu sehen, der am Himmel dafür sorgt, dass es ein Leuchtfeuer für diejenigen gibt, die sich irgendwo ein bisschen auf dem Weg verirrt haben. Passiert ja mal, ne? Der Polarstern ist hier ein Leuchtfeuer für die Abende, die Nachtstunden. Und es wird ja an der Zeit, dass wir mal ans Licht treten, unsere Rolle beanspruchen, für das, was wir können, einstehen. Hier ist man bereit, ne? Man sagt so, hier aus dem Weg, ich komme mit all meinen Gaben, die ich ebenso mit habe. Hier darf das eigene Licht erstrahlen. Hier ist es allerdings so, es geht darum, dass man irgendwo ein Schattenleben geführt hat. Das zeigt ja die Legung auch, ne? Man hat sich im Hintergrund gehalten, man ist nicht nach vorne gekommen. Und es ist jetzt Zeit, das Versteck zu verlassen und ein Licht für andere zu werden, damit der eigene Stern auch umso heller leuchtet. Also kein Schattendasein mehr ist wohl die zentralste Botschaft dieser Legung. Wir haben den Papagei. Hier geht es um das Thema Kommunikation. Und es geht darum, dass das Leben viele Wege kennt. Was will besprochen werden? Hier haben wir ja die Kommunikation auch dabei, die im Haus der Hoffnungen und Ängste auch liegt. Was will beachtet werden und wo darf es mal bunt werden statt schwarz und weiß? Ja, die Farben sind hier wichtig, die positiven Kontakte. Hier kommt eine neue Erfahrung, ein neues Wissen, der aus den Möglichkeiten des Mangels und der Begrenzung hinausführt. Und hier kommt Farbe ins Spiel. Hier kommt einfach in die Alltagsroutine etwas, was Freude macht, wo Offenheit ist, wo spielerisch vorgegangen wird und auch irgendwo liebevoll. Hier öffnet man sich dem Augenblick, dem Jetzt, dem Hier und Jetzt, dem, was wir sozusagen im Moment in der Hand haben. Es geht darum, auch unsere eigene Wirklichkeit umzusetzen, sich dem Leben wieder zu öffnen, sein eigenes Leuchten, das haben wir hier zweimal wieder zu sehen. Und auch diese Akzeptanz, dass man eben nicht hier im Schattendasein rumhängen muss, sondern dass man sich den Bunten stellt, das zur Verfügung steht für alle. Ist ja immer eine Blickwinkelsache auch, die hier mit einhergeht. Wie sehe ich die Dinge? Das Leben ist nicht immer gerecht und manchmal fühlt man sich vielleicht auch vom Leben nicht gut behandelt oder von anderen. Es sind manchmal auch unfaire Dinge. Gesetz ist nicht gleich Gerechtigkeit, ja. Hier ist etwas Unausgeglichenes, das ist das Schattendasein, das wir hier führen. Und dennoch können wir es nicht mehr ändern,
weil wir haben jedes Mal die Gelegenheit, aus diesem Schatten auch hervorzutreten, das graue Maus-Dasein zu beenden. Das passt auch wunderbar, ne? Hier sind irgendwie so leere Worte, Versprechungen, die nicht eingelöst wurden. Man hat so dieses Gefühl, man hängt in einer Schleife und kommt nicht voran. Man lebt nicht im Hier und Jetzt. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Hier darf sich diese Kraft für das eigene Leben entfalten, rausbrechen. Man darf kraftvoll sein, man darf Energie haben, man darf auch mal übers Ziel hinausschießen, man darf eigentlich alles. Ja? Es kommt nur darauf an, was man sich selber begrenzt oder wo man denkt, ich nehme mich zurück. Ne? Ich mache aus meinem Leben gar nicht das, was mir Freude macht, sondern ich hänge irgendwo als Nachtschattengewächs hier rum. Unten haben wir jetzt noch, dass wir eine neue Perspektive einnehmen dürfen, dass uns so Abenteuer auch bevorstehen. Die Resilienz ist höher, man ist stärker geworden und genau dieses Potenzial dürfen wir hier auch nutzen. Ne? Hier möchte Kreativität, Buntheit, Vielfalt ins Leben kommen und nicht dieser darbende Zustand, den wir ja auch selbst wählen. Ne? Dein Leben kann nur von dir selbst verändert werden. Oder auch dein Blickwinkel. Die Goldrute passt zur Sonne. Erwarte das Beste. Ne? Hier ist es so, dass man gute Gedanken hat, positiv gestimmt ist. Und man darf hier den Herzensweg gehen, geschützt von oben, auch irgendwo an seiner eigenen persönlichen Schatztruhe ankommen. Hier kann man zum Beispiel auch, wenn man mal aus dem Schatten hervortritt, einer zukünftigen Liebe begegnen. Man kriegt verborgene Schätze gezeigt oder man findet irgendetwas, was man mal verloren hat. Ich glaube, das ist hier auch im weitesten Sinne die eigene Energie, die eigene Positivität. Es ist Zeit dafür, sich zu entscheiden, sich für sich zu entscheiden und damit auch den ersten Schritt zu tun und der Negativität oder dem Schattendasein mal zu entsagen, für sich Frieden zu schließen und das Beste aus allem zu machen, was wir geliefert kriegen. Ne? Ich hatte heute Morgen so ein Foto gesehen, da stand drauf mit einem Bild, wenn das Leben dir einen Korb gibt, geh einkaufen. Und so ist es ja auch. Ne? So, was kriegen wir hier noch? Den Seelenhund. Hier ist Bedingungslosigkeit. Man kann sich 100% auf etwas verlassen. Man bekommt unerwartete Hilfe. Es wird nichts zurückverlangt. Hier ist auch die Seelenfamilie. Jemand meint es gut mit einem. Und möglicherweise hast du hier auch irgendein Tier, das dir hier einen Gruß mitgibt. Oder wenn es darum geht, hier das Schattendasein zu verlassen, dann geht man halt auch wieder raus in die Natur mit einem Tier und tankt auf.
Ja, und das ist jetzt sehr speziell, denn diese Legung könnte durchaus auch an Singles gehen oder Liebende, wo es nicht so gut läuft, denn hier wartet jemand auf dich. Hier ist jemand, der mag dich. Hier liegt ja der Herr auch in der Zukunft. Jemand wünscht sich deine Nähe, jemand ist betört oder es ist so eine Liebesverbindung, die sich hier ankündigt oder auch in der eigenen Beziehung, ne? Dass man hier wieder mehr zueinander kommt. Hier geht ja die Sonne auf, das Wachstum. Und es kann ja auch um Leute gehen, die vielleicht sehr ungleich sind. Und hier ist die Bedingungslosigkeit und im Prinzip ist hier, jemand ist vielleicht nicht so. Denkt an die Sternschnuppe, hier ist alles dabei, ne? Der Mond, die Sterne, die Sonne. Man findet irgendwie wieder auf den Weg zurück, ist so dieses Thema, das sich hier durchzieht. Hier ist die Zwergohreule. Ich komme in dein Leben und bringe dir Spiritualität, Verbundenheit und Körpergefühl. Komme ganz bei dir an, setze Grenzen genau da, wo du sie brauchst und sprich deine Wahrheit aus. Ihr Lieben, wir lassen das so stehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis zum nächsten Mal.